Hallo und herzlich willkommen zum 5. Schwesternvideo auf Kikos Strickschule. Heute ist der 16. Dezember 2023. Ich bin Kiko. Und ich bin Joschko. Gezeigt wird das Video erst Ende Dezember, an dem Montag zwischen Weihnachten und Silvester. Ich glaube, es ist der 30. Da müsste das dann kommen. Aber wir nehmen heute schon auf, damit wir dann auch wirklich zwischen Weihnachten und Silvester frei haben. Du vor allem. Genau. Und wie immer fangen wir an mit dem, was wir anhaben. Unsere Loops ist das Einzige, was wir nicht wirklich im echten Partnerlook anhaben. Da haben wir was genommen, was zu den Pullis passt. Ich habe einen Loop an, das ist eine Anleitung von Tin Can Knits aus ihrer Simple Collection. Und ich habe komplett vergessen, wie sie heißt. Und das Typische bei der Simple Collection ist, dass, abgesehen davon, dass alle Anleitungen kostenlos sind, dass man fast immer ein bisschen glatt rechts, ein bisschen kraus rechts und ein bisschen Rippenmuster hat. Und das ist bei dem Loop auch. Und dass das jetzt verschiedene Farben sind, das ist auf meinem Mist gewachsen. Ich habe da ich habe die gleiche Sockenwolle genommen für das komplette Ding und dann ein helleres Blau Mohair-Seide für die Hälfte und ein dunkleres Mohair-Seide für die Hälfte. So cool. Und ich habe einen meiner Viagante angezogen, weil es einfach farblich am besten gepasst hat. Und den habe ich auch noch nicht gezeigt. Wir haben im ersten Jahr anscheinend Viagante gezeigt und da hatte ich nur 2 mit von meiner Winterversion, die ohne Lochmuster sind. Die stricke ich ja typischerweise komplett in glatt rechts und der hat oben Lochmuster und unten an der Kante Lochmuster. Und auf dem Weg hierher bin ich so reingekrabbelt, habe das so als Mütze und Schal angehabt. Und jetzt eine andere schöne Methode ist eben, die einfach so um die Schultern zu haben. Mhm. Du wolltest was sagen? Ich wollte fragen, welche Wolle du genommen hast. Das ist von Drachenwolle gewesen. Das ist ein Lace Gun, glaube ich. Und das sind 2 Farben oder mehr? Nee, das ist nur eine einzige Farbe. Oder das war so eine im Verlauf, glaube ich. Nee, guck mal. Du hast hier einen Übergang, Aha. deshalb. Ja, da ist ein Übergang da und hier auch. ist ein Übergang. Es war wohl verschiedener. Also ich würde mal sagen, Also hier sieht man definitiv 3 oder 4 Farben. Also ich sehe 2 Übergänge nur. Ja, aber das kann sein, Ja, das stimmt, ist die hier ist es jetzt Frage. mehr so ein Verlauf. Ist spannend. Ja, Cool. ist schon ein bisschen zu lange her. Ja. Alles gut. Sehr Genau. schön. Genau, und dann haben wir unsere Häkelpullis an. Die hatten wir im letzten Video noch gar nicht angefangen. Weil wir Genau. die, glaube ich, als Weihnachts... Nee, ich habe meinen vor Weihnachten angefangen, aber du hattest deinen später angefangen und deshalb war das letztes Jahr noch kein Thema. Das ist aus einem Buch mit Häkelpullis und Jacken. Wir haben beide mit 8-facher Sockenwolle von Opal gehäkelt und es ist ein Raglan-Pulli. Das ist der erste. Ich habe den als Raglan-Pulli gehäkelt, so wie er im Buch steht. Genau. Raglan von oben und dann hinten so ein bisschen mit verkürzten Reihen bei mir. Das sieht man nicht besonders gut. Also man sieht so ein bisschen diese Naht, wo Ja, der hier. unten Übergang ist und Ja. der ist dann unten nicht mehr. Das waren die verkürzten Reihen. Und dann sieht man ihn nicht mehr, als ich dann in Runden gehäkelt habe. Da ist hier der Rundenanfang und Ende, sieht man sehr deutlich an den Farben. Hier sieht man sehr deutlich, dass nichts ist. Und die Arme habe ich rund gehäkelt. Genau. Und Stimmt. du wolltest den gleichen haben? Ja, machen? ich erinnere mich nämlich, dass du angefangen hast, weil ich dann schon gemerkt, du hast dann gesagt, so, oh, der ist kompliziert. Und dann wusste ich schon, nee, kompliziert ist nicht für mich. Und deswegen habe ich ganz super schlicht, ich glaube, das Rückenteil gemacht und das Vorderteil mit hier so einem kleinen Ausschnitt, wie ich das gerne mag. Und an den Seiten auch zusammengenäht. Genau, da sieht man so ein bisschen. Ja. Und die Ärmel, die wollte ich rund häkeln. Und da hattest du noch, ich fand dieses Muster, das finde ich toll nach wie vor. Ich habe auch einen von den Viva Vittoria Quadraten so gehäkelt. Und ja, aber das Problem war bei den Ärmeln, dass das, wenn man das so hintereinander macht, dann funktioniert das mit dem Muster nicht so. Das sah irgendwie anders aus. Das Muster funktioniert besser, wenn man es hin und her häkelt. Und ich habe zwar alles in Runden an sich gehäkelt, aber ich habe immer trotzdem hin und her gehäkelt. Ich habe eine Runde zugemacht, dann habe ich umgedreht, zurückgehäkelt, Runde zugemacht und zurück. Und das war irgendwie so kompliziert. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Ja, das war noch nicht mal das Komplizierte. Das Komplizierte waren tatsächlich die Raglanzunahmen in dem Muster. Achso, ich hatte verstanden, dass in der Runde und wieder zurück wäre kompliziert. Ist auch nicht ganz ohne. Ja, deswegen habe ich darauf verzichtet. Und ich habe es versucht, habe dann darauf verzichtet und bei einem sieht man das ganz am Anfang, glaube ich, dass ich noch versucht habe in Runden bei einem von beiden und ansonsten habe ich einfach dann Hin und her. ja ein Und paar zugenäht. Abnahmen gemacht, irgendwie so ein bisschen willkürlich und dann zugenäht, ja. Und das hat gut funktioniert, die Länge ist gut. Und optisch macht es keinen großen Unterschied, weil dadurch, dass ich hin und her Stimmt. gehäkelt habe, sieht es auch aus, als wäre hier eine Naht und die Farben passen nicht zusammen. Ja. Stimmt. Also von daher, das macht keinen großen Unterschied. Ne? Also Genau. Pullis rundhäkeln, es ist irgendwie komplizierter, als ich dachte. In dem Muster.
In dem Muster? Andere Muster, kein Problem. Okay, vielleicht Andere probiere ich es Muster. nochmal. Und dann würde ich nämlich wirklich keine Runden häkeln, sondern Spiralen. Und dann ist es eine ganz andere Geschichte. Wenn du keinen runden Übergang hast, Okay. dann... Stimmt, habe ich ja bei dem gemerkt. Genau, da kommen wir aber gleich erst zu. Genau. Gut, dann haben wir es, ne? Ja, Können wir uns einmal wieder anziehen? Ups. stimmt. Und dann machen wir, wie bei meinen Videos in der Regel üblich, dann mit den fertigen Projekten weiter. Und da haben wir ein paar Projekte, die wir letztes Jahr schon als angefangene Projekte gezeigt haben, die jetzt fertig sind. Und dann fangen wir mit dem kleinsten an. Und das sind diese Mützen. Da haben wir, das ist so eine Doppelmütze. Erst die eine Mütze gestrickt. Das regenbogige ist Wolldackel Aniva Farben. Und nachdem wir die Mütze fertig hatten, dann haben wir die zweite Mütze sozusagen aus Mohair-Seide gestrickt. Das war das schöne Mohair-Seide von Hansa Farm, die das leider nicht mehr herstellen. Und wenn man das dann gestrickt hat, kann man die ineinander stecken. Und die übliche Trageweise ist eigentlich mit dem Mohair innen. Das machst du jetzt gerade mal. Und dann kann man das Bündchen hochschlagen. Man kann aber theoretisch auch den Regenbogen nach innen schlagen und das Mohair außen tragen, wenn man sich entweder wuschelig oder einfarbig zeigen will. Genau, und du hast jetzt eben kurz ohne Kante gehabt, das ist mit Kante. Und das kann man, je nachdem, wie lang man die Mütze strickt, kann man das so oder so tragen. Das ist total witzig. Und man hat im Prinzip dann 4 Mützen in 1. Also man kann auf jeder Seite mit und ohne Umschlag tragen. Das ist schon ganz lustig. Gut, dann kommen wir zu den Westen. Da hatten wir letztes Mal... Nee, das stimmt nicht. Genau, eigentlich kommen wir wieder zurück zum Häkeln. Ja, richtig, die Hexagon. Ja. Sorry, ich habe mich verguckt. Alles gut. Und ich habe ja seit jetzt meinem Long-Covid, komme ich ja mit Häkeln besser zurecht als mit Stricken. Deswegen habe ich jetzt mehrere Sachen. Und diese Jacke hatte ich letztes Jahr schon gezeigt als Sommerjacke und dann festgestellt, dass ich so wenig trage. Und dann habe ich wie geplant die Ärmel verlängert einfach und tatsächlich Vorder- und Rückteil aber so gelassen und bin ganz glücklich damit, eine wärmere Version als Sommerjacke, als die ganz dünne Stoffe und genau. Genau, das war meine Hexagon-Jacke. Die habe ich ja letztes Mal auch schon fertig gezeigt, hoffentlich auch schon mit Tasche. Und Ich glaube, die Version will ich irgendwann auch noch machen. Ich finde die so cool. die ist auch schön, ne? Ja. Und der Trend geht zur Zweit-Hexagon-Jacke. Ja. Also ich habe tatsächlich viele, also ob das jetzt in dem Diskussionsfaden bei meinem Häkel-Along war, ist ja kein Knit-Along, oder auch sonst. Also wenn man das einmal drauf hat, das Muster, das macht einfach Spaß. Und ich kenne mehrere Leute, die mehrere Versionen gehäkelt haben. Genau, dann kommen wir jetzt zu der Weste und da hatten wir letztes Jahr schon meine Uralt-Weste gezeigt, die ich mal bei Wolle Rödel gestrickt habe. Die hatte damals so einen ganz interessanten Aufbau, dass das untere quer gestrickt wurde und dann hat man Maschen rausgestrickt aus dem Rand und ich glaube, es ging dann hinten hoch und vorn runter und wurde hier dann irgendwie angenäht. Genau, und ich habe ja nur die Vorlage benutzt und habe wie geplant hinten hoch. Damals, da war ich, glaube ich, so weit auch gewesen. Genau. Und dann Ich vorne glaube, du hattest gerade runter. schon, kann es sein, dass du ein Vorderteil oder so Ja, schon angefangen genau. hattest oder so? Und dann hattest du mich noch gefragt, wie das an der Seite werden soll. Und ich habe das nämlich tatsächlich so gemacht, dass ich dann an der Vorderseite dann hier einen Mustersatz noch zugenommen habe und dann vorne und hinten verbunden habe. Dadurch ist natürlich dann die Naht nicht in der Mitte, aber ich finde es trotzdem okay. Ich Kriegt finde das die Ding total einen Knopf? süß. Hat das keinen Knopf? Nee, es hat keinen Knopf. Ist da einer geplant? Ich glaube nicht, ne, Nee. weil die Vorderteile so schmal sind. Das ist was zum Offentragen, Das ist ne? zum Offentragen, Das ist ganz wirklich genau. nur so ein Also bisschen- ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das so lassen soll, aber es ist Armloch. das Armloch ist zu groß, um jetzt wirklich Ärmel reinmachen zu können, weil das ist ja nur ein Knoll gewesen. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hast wirklich nur eins verstrickt. Ich habe nur und hast eins noch eins verstrickt. übrig. Ich könnte theoretisch irgendwie das Verkleinern, Ärmel dran machen und hier noch was reinmachen, aber ich habe keine Ahnung. Lassen Ein bisschen wir uns überraschen. experimentmäßig. Ja. Genau, sehr gut. So, Ja. und dann hatten wir auch schon letztes Jahr angefangen gehabt. Da hatten wir gezeigt, dass ich hatte seinerzeit bei Wolle Rödel die Diamant. Das war eine reine Baumwolle, ein bisschen dünner als die Millefilly. Die hatte ich mal so auf Vorrat eine Packung schwarz und eine Packung blau gekauft. Und da hatten wir letztes Jahr dann schon die Häkelpullis angefangen. Und ich weiß noch, dass ich weiß, weil ich das Video nochmal geguckt habe, nicht, dass ihr denkt, ich merke mir das über ein Jahr. Ich hatte das Rückteil schon fertig, das ist dieses Quadrat. Und ich hatte letztes Jahr nämlich dann den Anfang von diesem Quadrat gezeigt. Und da war das noch rund und noch nicht zur Ecke geworden. Stimmt, ja. Und in der Zwischenzeit habe ich dann noch 4 kleine Quadrate gehäkelt, habe die als kurze Ärmel gemacht.
Wobei ich ursprünglich überlegt hatte, noch mehr Quadrate zu machen, um die Ärmel länger zu machen. Und dann ist mir die Wolle ausgegangen. Ich habe jetzt übrigens noch einen Knäuel gefunden. Du kannst es noch verlängern. Ich weiß aber nicht, für wie viel das reicht. Aber ich finde, der ist auch mit kurzen Ärmeln ein schöner ist genau Sommerpulli. richtig, ja. Genau, und du wolltest etwas weniger komplizierte Muster? Ja, wie gesagt, ich mochte Granny Squares. Ich mag immer noch Granny Squares. Und das ist jetzt mein fertiger Granny Square Pulli. Ich glaube, wenn ich mal reingehe, dann sieht man das ein bisschen besser vielleicht. Dass es ein Granny ist. Ja, aber es ist einfach ein großer Granny. Und dann habe ich die Ärmel. Ein Granny und halbiert, oder? Ja, einfach ein Granny. Das ist echt, das sieht so lang und schmal aus. Hast du, ja, Nee, du guck mal, verlängert, ich habe ne? verlängert, ja. Ja. Damit das, weil ich glaube, sonst hat es so genau hier in dem Ellenbeuge auf. Ach, du hast aber nach oben und unten verlängert und deshalb sitzt die Mitte trotzdem in der Mitte. Das hast du schlau gemacht. Echt? Habe ich das gemacht? Ja, Oh. weil die Mitte ist ziemlich in der Mitte und du hast auf beiden Seiten. Ja, dadurch fällt es nicht so auf, wenn jetzt die Mitte des Quadrats weiter oben säße. Sicher? Ziemlich. Nicht ganz. Ich müsste Vielleicht ist zählen. das doch auch nur eine. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es eine schöne Länge geworden. Ich habe unten, wenn ich mich richtig erinnere, genau, ich habe relativ lange Dinge, das war aber eigentlich Schlitze? nur, weil da der Faden ausgegangen war. An sich wollte ich wollte schon eine Lücke lassen, aber nicht eine ganz so große. Aber es sitzt cool, passt gut auf meine Sommerkleider drauf. Also ich liebe das. Ich freue mich, wenn wieder Sommer ist und ich das dann auch wieder mehr anziehen kann, weil ich war so spät fertig. Ich glaube, ich habe es ein oder zweimal nur angehabt und habe der Sommer rum. Ja. So, wir bleiben bei Sommerpullis. kommt Ich wieder habe eins. irgendwann mal einen Knit-Along gemacht für den Gemini-Pullover. Das ist eine Anleitung auf Knitty.com, eine kostenlose. Und die heißt Gemini. Gemini ist ja das ist nicht der englische, das ist eigentlich der lateinische Begriff, ne, für Zwilling. Und Zwilling deshalb, weil man den Pulli entweder so rum oder so rum anziehen kann. Das heißt, man strickt, wenn man die Passe anfängt, die beiden Ärmel und ein Vorderrückteil mit Lochmuster und ein Vorderrückteil ohne Lochmuster und dadurch hat man 2 Looks. Und weil der Ausschnitt groß genug ist, gibt es keine verkürzten Reihen. Das heißt, man kann den tatsächlich einmal so rum und einmal so rum anziehen. Theoretisch ist er einfarbig. Ich habe entschieden, dass ich 2 verschiedene Melete-Garne nehme. Wird mir sonst hier unten bei dem Glatten zu langweilig. Und genau, das ist mein Pulli. Und mir hat die Idee gefallen, wenn du ihn andersrum nochmal zeigst, dann ist ja Vorder- und Rückteil schlicht und die Ärmel haben Lochmuster. Und ich habe halt meine Version dann daraus gemacht und habe eine Lochmusterreihe oben im Ausschnitt und unten. Und die Ärmel hat komplett im Lochmuster. Und das liebe ich nach wie vor. Der hat ewig gedauert, weil ich weiß nicht, irgendwann war ich hängen geblieben hier, als ich dann den Ausschnitt hier oben für die Passe fertig hatte. Entschuldigung. Aber dann habe ich mich letztes Jahr dann endlich aufgerafft und die Ärmel fertig gemacht. Dann hatte ich noch einen, weißt du, noch länger als den anderen. Ja. Oh, das war echt eine lange, schwere Geburt, aber dann endlich ist da was geworden und liebe ich auch heiß und innig. Sag noch ein Wort zur Wolle. Das ist reine Maulbeerseide. Eigentlich will ich ja keine Seide mehr kaufen, solange man die Larven töten muss. Aber es soll ja auch Seide geben, wo das nicht der Fall ist und darauf warte ich dann. Aber wenn ich sie schon habe, stricke ich sie natürlich auch. Meins Ja. war die Catania, rein pflanzlich. Yeah. So, aber wir bleiben bei der Seide. Ich hatte nämlich vorletztes Jahr muss es gewesen sein, beim Düsseldorfer Wollfest, hatte ich für jeden von uns ein Knäuel, eine Mischung aus Baumwolle, Seide und Leinen, glaube ich, und ein bisschen Kunstfaser auch gekauft. Einmal in Türkis und einmal in deinem schönen Fliederlila. Und ich hatte diese Anleitung mir schon vor langer Zeit gekauft. Das ist der Reina de Picas Pullover, die Pik Dame. Und mit diesem tollen Muster in der Passe und der Rest dann relativ schlicht. Und ich hatte mir ausgerechnet, dass die 700 Meter, die das eine Knäuel hatte, dass das ungefähr reichen müsste, da wir beide nicht so groß sind und tendenziell alles ein bisschen kleiner stricken. Und das hat bei mir auch wunderbar gepasst. Ich glaube, ich habe mein Knäuel ziemlich aufgestrickt. Ich hatte, nachdem die Passe fertig war, die Ärmelbündchen gestrickt zuerst oder vom anderen Ende des Knäuels, glaube ich. Dann konnte ich das nämlich einfach runterstricken und habe dann zum Schluss die Wolle immer gewogen und dass ich wusste, wie viel ich noch brauche zum Abketten. Und da war ich dann auch sehr glücklich. Wenn du das nochmal weiter oben hältst, als es an dir war, da hat. Ach ja, richtig. Genau, wenn du es ein bisschen runterhältst, dass man dich nur sieht. Da sah das so aus, als wäre der Ausschnitt so nah an deinem Hals. Und deswegen Ja. hatte ich ja entschieden, das erste Stück wegzulassen. Habe ich auch gemacht. Was wir nicht bedacht größer. haben. Also entweder hast du mir eine falsche Maschenzahl gegeben oder ich stricke einfach so locker. Ich hätte noch eine festere Nadel nehmen müssen. Ja. Auf jeden Fall wurde das so riesig, dass ich ja auch das letzte Muster auch noch weggelassen habe.
Ja, richtig, ja. Und dafür haben wir dann zusammen dann hier irgendwas ausgedacht, wie ich das Muster beenden kann. Deswegen sieht meins ziemlich anders aus als Kikos. Es ist einfach nur ein Teil, der Ja, aber gleich ist. der Teil ist total gleich, Ja, ne? ja, Also genau, das da habe Blümchen ich erkennt nichts. man. Nur ich habe es zweimal und du hast das einmal. Ja, Und dafür hast du halt die schönen Zacken, die ich nicht habe. und ich habe die Ränder alle nur Gerade gelassen? gar nichts gemacht. Theoretischer Rollrand, der bei dem Garn kaum rollt. Zum Glück nicht rollt, genau. Ja. Und es ist jetzt echt ein Riesenausschnitt. Ich weiß nicht, ob das wirklich ist. Ich hatte keine Gelegenheit, das mehr zu tragen, weil Sommer war weg, bis ich fertig war. Ob ich dann doch noch mal irgendwie hier was reinmachen muss. Ich habe ja noch genug Wolle übrig. Ach stimmt, du hast total wenig verbraucht, ne? Dadurch, dass du Ja, locker gearbeitet, Ganz Riesenausschnitt. genau. Oder ob man das irgendwie noch sonst Ja, da könnte, verkleinern kann oder ob man das umhäkelt oder nochmal dann einfach fest umhäkelt. Das war auch eine oder einen Überlegung. kleinen Rollrand reinstrickt oder so. Ja, genau. Mal gucken. Aber Also ansonsten vielleicht die seht ihr Farbe den und so. Pulli nochmal. Ja, aber wenn, das ist dann so eine kleine Modifikation. Ja, Ne? ja, bin ich gespannt. Ja, dann kommen wir Doch jetzt noch nicht so ganz fertig. langsam vom Sommer weg. Und ich hatte dann, wie wahrscheinlich fast jeder, der im Internet stricken guckt, den Suchtlappen ist mir dann über den Weg gelaufen, auch über verschiedene Kunden, die mir davon erzählt haben. Und das ist eine Videoanleitung für einen Polunder, der ganz, ganz einfach zu stricken ist. Also wenn man die Grundanleitung nimmt, ist das ein ganz schlichtes Modell, dass man sich die Maschenzahl ausrechnet, die man für einmal rund um den Körper braucht, mit welcher Wolle man immer auch strickt. Und dann macht man ein kleines Bündchen, dann strickt man rechts hoch bis unter den Arm, teilt die Maschenzahl durch 2, strickt dann wieder im Rippenmuster. Dadurch zieht sich ein bisschen ein. Genau, und es wirkt wie ein Armloch. Und es rollt an den Rändern nicht. Und dann wird eigentlich oben abgekettet und die Schulter zusammengenäht und dann ist es fertig. Ich habe das mit 8-facher Sockenwolle gestrickt, mit einer wunderschönen Farbe. Ich habe mir noch zusätzlich gegönnt, dass ich hinten ein paar verkürzte Reihen gestrickt habe, was man aufgrund der Farben hier auch total schön sieht, durch die Streifen. Und dein Logo. Ja, das habe ich dann auch ausnahmsweise mal dran genäht, weil das passte tatsächlich schön zur Wolle, fand ich. Mhm. Also an dem Logo kann ich erkennen, wo vorne ist. Aber hier sieht man auch schön, dass jetzt hier das hinten ein bisschen tiefer hängt. Und der hat tatsächlich eine perfekte Größe. Also wenn ich sitze, geht das Vorderteil ungefähr bis auf meinen Oberschenkel und hinten wird eben mein Bobbes noch warm gehalten. Und was ich dann auch noch zusätzlich gemacht habe, was nicht in der Anleitung in dem Sinne steht, ist, ich habe hinten das Teil relativ normal abgekettet. Das ist jetzt nicht super eng. Aber vorne habe ich extrem locker abgekettet. Also das kann ich bis sonst wohin ziehen. Und dadurch fällt das vordere Teil so ein bisschen mehr nach vorne als das hintere. Muss nicht sein. Fand ich eine nette Spielerei. Ich überlege jetzt gerade immer, ob ich das von unten oder. Natürlich, ich habe es auch von unten angefangen. Meins sieht so aus. Eine meiner absoluten Lieblingsfarben von Opal. 4-fach doppelt genommen und komplett in 2 rechts, 2 links. Und halt Tunika-Länge. Und ich habe Abnahmen gemacht unterm Arm. Ah, du hast einmal mal schon abgekettet. Ja, Und wir haben die wieder zusammengezogen, weil es zu groß wurde. Ich darf es gerade zeigen. ja, klar. Ich habe nämlich gerade geguckt, also sie hat hier tatsächlich, sieht man, dass die Maschen so zusammenlaufen. Und das sind aber keine Abnahmen, sondern das war abgekettet. Und dann zog sich das aber so in die Breite. Und das liegt daran, dass man bei Rippen sich so verschätzt. Man denkt, das Teil ist so groß, aber in Wirklichkeit ist es so groß. Und wenn man das dann beim Abketten nicht bedenkt, dann hat man plötzlich so ein riesen Armloch. Und dann haben wir es wieder zusammengezogen. Dafür macht man es ja selber. Genau, und hier habe ich wieder, ich liebe dieses kleine V, das ist ja auch wie bei diesem Pulli hier, habe ich jetzt dann auch in der Version gemacht und ich mag das Teil total gerne. Was ich noch eigentlich machen möchte, sind auch Ärmel, wie du hast. So Armstulpen. Ja, Genau, ich habe passende Gucken, ob das noch Armstulpen was aus der wird. Wolle. Ja, auch bestimmt. eine wunderschöne Farbe, finde ich. Hast du von der Farbe noch für die Stulpen? Ich hoffe, ich weiß es nicht. So, und dann haben wir gemeinsam ein Mystery Knit-Along gemacht. Da habe ich dich wahrscheinlich so ein bisschen überredet. Ich bin ja der absolut große Mystery Knit-Along-Fan. Und das war von Lisa K. Ross, die jetzt im Moment diese Adventssocke den Knit-Along gemacht hat. Und Der Socke nicht von dem Loop? nee, die Ach, okay. Halloween-Loop ist von der Loop-Dame, ne? Ja. Deshalb sitzt der auch ein bisschen anders als die anderen Loops. so. Und ich wusste aber, dass es ein Loop wird in dem gleichen Schnitt oder in einem ähnlichen Schnitt wie die Designerin von dem Halloween-Loop und auch dem Weihnachtsloop. Und es brauchte 4 oder 5 Farben. 1, 2, 3, 4, 5 Farben. Und ich hatte dann entschieden, dass ich die Alpaca Fingering nehme, in meinem geliebten Deep Ocean, in diesem Blaugrün, in dem ich mir jetzt auch gerade einen Pulli stricke, hellgrau, Anthrazit und schwarz. Und du hattest
Ich wollte meine Lieblingsfarbe nehmen. Genau. Dann haben wir geguckt, was möglichst gut dazu passt, wenig auffällig ist. Hellgrau, Anthrazit. Ja, das War dunkelgrau. anfangs waren das aber nur, Mittelgrau. waren das weniger Farben. Anfangs hattest du dir nur 3 Farben ausgesucht. Und wollte die miteinander mischen. Genau, und dann hat sie statt das Fingering-Garn zu nehmen, was 200 Meter läuft auf 50 Gramm, das Lace-Garn genommen, das 400 Meter läuft auf 50 Gramm und wolltest immer 2 Fäden doppelt nehmen und dann die 3 Farben, die du ausgesucht hattest, in sich doppelt und dann 1 und 2 gedoppelt und 2 und 3 gedoppelt und dann hättest du 5 Farben Ich gehabt. glaube, das hätte mir wahrscheinlich sogar noch mehr gefallen, so vom Endergebnis her, aber ich wäre wahrscheinlich verrückt geworden beim Stricken. Wahrscheinlich. Und wir haben hier mit Freunden und Kunden haben wir so geredet und gezeigt, was wir vorhaben. Und dann gab es einfach mehrere, die dann zu Recht sagten, du wirst wahnsinnig, wenn du dann nicht mehr weißt, was ist Farbe 1 und 2 und 3. Nee, beziehungsweise das wäre für mich nicht das Problem gewesen. Was mich letztendlich abgeschreckt hat, ist der Gedanke, dass ich dann die Fäden habe und da so durcheinander komme und das alles verknote. Ich bin ein super guter, Wollverknoter. ja, kann ich Naturtalent. richtig gut. Genau, und dann haben wir dir dann noch, ich glaube, das Blau, Ja. das Dunkelblau aufs Auge gedrückt. Ja. Und eine von den Grautönen, die wir noch nicht hatten, kam dann noch dazu. Das Dunkle, glaube ich. Hast du eigentlich kein Schwarz? Nee, es ist Anthrazit nur Ach, anscheinend. du hast Hell, Mittel und Anthrazit. Ich habe Schwarz. Ach, das ist ja interessant. Das hatte ich nicht mehr im Kopf. Ja. Ich habe Schwarz, Anthrazit und Hellgrau. Ich habe das Mittelgrau nicht. Und dafür halt meine 2 Blau-Grün-Töne. Genau, und dann lief das ja auch, es war ein Mystery-Talon. Wir wussten also ewig gar nicht, was ist vorne, hinten, was gehört wo dran. Das sah zwischendurch fürchterlich chaotisch aus und man hatte das Gefühl, das kann nie was Vernünftiges werden. Aber dann kam der eine letzte Clou, dass man an einer Stelle Anfang und Ende irgendwie zusammengestrickt hat. Keine Ahnung mehr jetzt, wo das war. Und dann kam der absolute Clou, dass bevor man zusammengenäht hat und die Maschen abgekettet hat, hat man die ersten oder letzten, weiß ich nicht mehr, 4 Maschen konnte man fallen lassen und hat dadurch, oder auch nicht, und hat dadurch eingebaute Fransen. Also so sah der Rand aus beim Stricken. Man hat die ersten oder letzten 4 Maschen immer kraus gestrickt und ich habe sie fallen lassen. Ich bin ja eigentlich kein Fransentyp, weil es mich manchmal ein bisschen nervt. Aber der Hauptgrund ist, ich mag es nicht, Wolle zu zerschnibbeln. Deshalb mache ich auch nicht gerne Pompons. Es geht mir irgendwie gegen den Strich, so viele Fäden zu zerschnibbeln, nur um die da dran zu fummeln. Aber wenn man die schon eingebaut hat, wenn man einfach nur Maschen fallen lassen muss, dann bin ich dabei. Und dadurch hat man auch immer die richtige Farbe, weil das ist ja die Farbe, die man gestrickt hat. Und genau, das ist die Vorderseite. Willst du noch mal ganz kurz Ja. hochhalten? Und ich mag keine Fransen, egal ob es dran oder vorher dran oder Abgeschnitten nicht. oder nicht, Ja, genau. deswegen habe ich einfach keine gemacht. Und das ist die Rückseite. Genau. Und irgendwas wollte ich sagen, habe den Faden verloren, aber macht nichts. Genau. Und der Unterschied zu den Loops von Telly Bean Knits ist nämlich, dass der Ausschnitt recht weit ist. Das heißt, es ist mehr so ein Mini-Poncho. Man hat eine schöne Wärme über den Schultern und entweder auf dem Rücken oder auf der Brust, je nachdem, wie rum man es trägt. Aber der Hals ist nackig. Das ist mehr so für den Sommer, wenn man was ganz Dünnes anhat und dann Ja. vielleicht so ein bisschen was um die Schultern braucht. Dafür ist es super. Also ich habe das hier im Laden mehrfach angehabt und habe gedacht, ich werfe das mal schnell über und suche mir was Wärmeres. Und dann brauchte ich gar nichts Wärmeres, weil das wirklich durch das reine Baby-Alpaka deutlich mehr wärmt, als man denkt. Das ist schon richtig spannend. Ja, und als nächstes, ich liebe Röcke. Immer wenn Kiko irgendein schönes Muster hat oder schöne Farben oder so und dann sagt sie, oh, das könnte man doch in ein paar Socken verstricken oder in Hadamaki, sage ich mal, oder in einen Rock oder in einen Rock. Ich habe ziemlich viele Röcke. Und ein geliebter Rock von mir ist einfach kraus rechts und dann quer gestrickt. Und das habe ich Mit verkürzten. verkürzt rein oder auch nicht, lang oder auch kurz, also alle möglichen Ach so, Variationen okay, grundsätzlich. Stimmt. Stimmt. Und ich hatte mir, ich glaube, den habe ich hier nie gezeigt, einen gemacht, so in Bahnen, in Rottönen und in Blautönen. Pinktöne? Ja, Pinktöne eher. Und dann habe ich ihn verschenkt. Und Aber bevor sie ihn verschenkt Stimmt. ich fand den Rock total toll. Also sie hatte diese 2 Farben und hatte insgesamt 12 Bahnen, 6 davon in Blau, 6 davon in Pink-Rot und immer im Wechsel, Blau, Pink, Blau, genau, Pink. und 2 Stellen mit verkürzten Reihen. Genau, also dass es unten ganz weit war, in der Mitte so mittelweit und oben eben gut saß. Und ich fand den Rock total toll und habe gesagt, fände ich toll. Und dann sagt sie, ich stricke dir einen, wenn du willst. Und ich so, yay. Und dann sagt sie, welche Farben willst du? Und dann sage ich, 12. Also wenn man schon 12 Bahnen hat, finde ich, sollte man auch 12 Farben nehmen. Und dann habe ich ziemlich lange gesammelt. Ich habe Opal-Abo-Knäule und einzelne Knäule, die mir gut gefallen haben, gesammelt. Und dann habe ich irgendwann ja auch den Laden hier eröffnet. Dann hatte ich noch mal sehr viel mehr Farben zur Verfügung. Und dann habe ich weiß Das ist nicht, schon so lange her.
Ja, ich glaube, schon richtig lang Wahnsinn, her. ja. Und ich habe dann ganz oft geguckt und gesammelt und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt muss ich mal eine Entscheidung treffen. Und dann habe ich hier den Tisch freigeräumt, habe die Knäule alle hingelegt und habe dann so lange hin und her Das getauscht, hat Spaß gemacht. ja, bis ich 12 verschiedene Farben hatte. Soll ich gerade mal die Farben so ein bisschen versuchen zu zeigen? Und dann habe ich die dann in Reihenfolge gebracht. Also das ist jetzt so gelb, dann kommen wir hier rot, dann geht das Rot so ein bisschen in lila über, das Lila geht dann in Blau über und dann haben wir fast das gleiche Blau wie mein Loop. Und dann kommt jetzt Türkis, ist jetzt nicht ganz im Regenbogen drin, aber meine Lieblingsfarbe. Und das geht dann ins Grünliche über. Und dann haben wir hier so ein Grün-Gelb gesprenkelt, was uns dann wieder in Richtung Gelb bringt. Hier hatten wir angefangen. Genau. Genau, und man sieht eben auch so dieses, ich habe zwischen jeder Farbe immer eine Zwei. Rippe links gemacht. Genau. Bei meinem ursprünglichen Rock hatte ich da eine glatte, also ja, in glatt rechts 2 und du hast gesagt, lieber in kraus rechts. Und oben kommt dann immer ein schwarzes Bündchen dann dran. Genau, und du Jetzt hast noch halte ich es grad noch mal festgestellt, hoch. dass die unterschiedlich breit sind. Ich bin nicht sehr gut mit dem Zählen. Also der Rock passt wunderbar, ob die Bahnen jetzt gleich breit sind oder nicht. Manchmal merkt man, welche Farbe ihr besser gefällt oder nicht. Also die nicht so schönen Farben, die neigen dann dazu, so ein kleines bisschen schmaler zu sein. Also ich glaube, am auffälligsten ist der Streifen. Also die Farbe mochte sie nicht, das war ihr zu grell. Da mussten wir dann ganz schnell weiter zur nächsten. Aber nicht mit Absicht. Nein, alles. Auf jeden Fall hatte Kiko dann diesen Rock. Und habe ihn jahrelang sehr oft getragen. Ach, cool. Und ich hatte keinen. Und ich habe seitdem ich den gemacht habe für dich, habe ich ja schon angefangen, grau zu sammeln, weil ich den in grau noch machen wollte. Ich habe Ja, sehr schon viele grau. Regenbogen. Ja. Und dann hat Kiko letztes Jahr, Vorletztes Jahr schon einen Adventskalender. Genau, erzähl. von Woldackel gehabt. Und ich hatte davor das Jahr auch schon einen Adventskalender von Woldackel. Und der erste Adventskalender von Woldackel, das waren einfach bunte Farben, ein bisschen Neon, ein bisschen ruhig, also ganz bunt gemischt. Und dann das nächste Jahr habe ich dann auch das gleiche erwartet. Und ich weiß noch, dass es irgendwie anfing mit, glaube ich, einem gelben Knäuel. Grün, glaube ich. Oder grün und dann kam das nächste Grün und dann kam ein grün-gelbes und dann kam ein Guck mal, hier kannst du mal grün-graues das hochhalten. und dann kam gelb-grau. Genau, und erstmal, kannst du zeigen, was alles kam? ja, also Türkis kam später, sonst hätte ich mich sehr gefreut. Ah, Aber okay. sie sind halt alle sehr ähnlich gewesen. Und erst, wenn man eine Woche oder so aufgemacht hatte, dann hat man gemerkt, Das aha, tut sich was. da ist ein System drin. Und das sind jetzt fast alle Farben, nicht ganz. Das sind 22 von 24 Farben. Genau. Und dann hat man auch einen Regenbogen gehabt. Ja. Und dann war ich natürlich wieder super begeistert. Und dann habe ich lange überlegt, was ich daraus machen soll. Beziehungsweise dann hast du gesagt, Wie wär's toll mit dem und Rock? cool. Und wie wäre es, wenn ich die Hier verschicke? ist so ein ziemlicher Bruch, aber man sieht, dass hier auch grün ist und da war wirklich nichts anderes dazwischen. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber Und es wo ist halt sind so. die zwei, die du weglassen hast? Die waren zwei ganz, Ach, die waren ganz bunt. die haben mehrere Farben in sich gehabt, Genau. nicht nur zwei. Genau. Ja, aber der Rock ist, so jetzt halte ich ihn noch mal ganz hoch. Ja, auf jeden Fall habe ich dann relativ früh gesagt, wie wär's mit dem Rock? Und Kiko so, meinst du trägst das? Meinst du trägst das? Und ich so, Oder ein Tuch hatte ich auch überlegt. Ja, da hatte ich auch schon verschiedene Anleitungen. Ja, ganz genau. Aber letztendlich hatte ich so Lust, den Rock zu machen. Und das hat jetzt auch ziemlich lang gedauert, bis ich ihn jetzt vor kurzem endlich fertig hatte. Ich habe ihn extra noch fertig gemacht für den Live-Stricktreff. Genau. Dafür habe ich ihn schnell fertig gemacht. Und eben auch mit einem Bündchen oben und dann doppelt und ein Gummi drin. Das finde ich einfach angenehmer. Dann, Ich bin immer zu faul zum Umnähen. Ich mache einfach eine Schnur rein. dann rutscht er mir nicht so. Auf jeden Fall haben wir den getragen. Zum Stricktreff. Und ich habe festgestellt, so, oh, der ist ja so auffällig. Und jetzt haben wir kurzerhand entschieden, wir tauschen. Ich habe nichts gegen auffällig. Mich darf man sehen. Und ich fand ja den immer so auffällig, aber im Vergleich ist er plötzlich so dezent. Also vielleicht trage ich den jetzt so lange, bis ich endlich meinen grauen Rock habe. Das ist doch ein Deal, ne? Aber mein grauer Rock wird dann vielleicht tatsächlich dann ohne verkürzte rein. Bin ich noch am Überlegen. Das ist. Beziehungsweise erstmal eine Leg mal Winterversion. zu deinen Sachen. Ach, stimmt, ja. Das kannst du machen, wie willst. Genau, das waren die fertigen Sachen. Stimmt. Und jetzt haben wir noch ein paar Sachen in Arbeit. Also ich vor allem. Ja, da fangen wir mal an. Also ich habe ja mal ein Gletscherkleid gestrickt. Beziehungsweise eigentlich muss ich erstmal anfangen. Letztes Jahr haben wir gezeigt, da hattest du den V-Back Tee. V-Back Tee. Und den hattest du schon ziemlich oder fertig. Dein Pulli war letztes Jahr Der schon war fertig, fertig. ja. Und ich war ganz am Anfang und habe so gezeigt, so Und da haben wir schon festgestellt, das ist schwierig. Und dann habe ich kurzerhand, aber ich habe nicht alles aufgetrennt, glaube ich. Deswegen habe ich schon wieder so einen riesen Ausschnitt und habe entschieden, okay, das wird mein Gletscherpulli.
Und zwar So, okay. parallel zu dem, Entschuldigung, ich habe Alles die gut. gekratzt. Genau, und mein Gletscherkleid ist ja eigentlich eine Tunika von der Anleitung her. Und ich hatte ja dann gesagt, ich will ein Kleid stricken. Das ist eine Anleitung von Jorge Locatelli aus einem ihrer Bücher, die sie mit Vera Velimeki zusammen macht. Und die haben, da gibt es Interpretations. Genau, die Bücher heißen immer Interpretations, weil die dann 5 Begriffe nehmen und jeder interpretiert den Begriff in ein Strickstück. Und ich hatte den Gletscher mir ausgesucht und dann statt an einer bestimmten Stelle dann rechts und links verkürzte Reihen zu machen, dass ich eine gerade Tunika kriege, habe ich entschieden, ich stricke gnadenlos weiter und ich mache keine verkürzten Reihen. Also ich habe jetzt ein Kleid mit den Zippeln bis fast zu den Fußgelenken und ich hatte auch ein Sammelprojekt. Da hatte ich auch die Knäule gesammelt. Also es war nicht von vornherein klar, dass die zusammengehören, aber das waren alles Knäule, die ich toll fand. Und dann dachte ich, als ich mal mein Wollsortiment durchgesucht habe, dachte ich auch, eigentlich könnte man die auch schön zusammen verstricken. Und dadurch kam dann die Idee, Das sieht genial aus. Zusammen. ja, ich bin auch sehr, sehr glücklich damit. Genau, und, Und ich habe ja auch ein Sommermodell im Gletscher. Weißt du noch, und dieses. deshalb steht hier top. Ja, ganz genau. Das hatte ich dir auch schon gezeigt. Das war aus Baumwolle, Fliederton, irgendwas Meliertes. Und das habe ich nämlich ohne Ärmel und die Seiten zugemacht Stimmt. und als kurzes. Ja, genau. Aber mir gefällt, das hatte ich glaube ich auch im Video gesagt, es gefällt mir so gut, dass ich unbedingt auch nochmal eine Winterversion machen Langärmelige, möchte. genau. Ja, und genau so soll er nämlich auch werden. Ich weiß schon wieder nicht, irgendwas muss ich vielleicht mit dem Ausschnitt noch machen. Ansonsten die Ärmel sind Ach, Joschko, ich weiß jetzt, was Trend? der Unterschied war. Bei dem V-Back Tee hast du ja nur auf der einen Seite das V und bei dem hast du es ja auf beiden Seiten. Also müsstest du es eigentlich doch nochmal ganz aufgemacht haben. und trotzdem zu viele Maschen. Keine Ahnung. Ja, warum auch immer. Ja. Auf jeden Fall soll der auch so werden, dass ich den an den Seiten zumache, dass der dann gerade abschließt bei mir. Ich habe noch keine Ahnung, wie lang, ob das ein Pulli, Tunika oder Kleid, ja, nicht wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Und irgendwas muss dann noch mit dem Dings passieren. Also den werde ich höchstwahrscheinlich nochmal zeigen. Willst du noch ein Wort zur Wolle sagen? Achso, das ist die Drachenwolle. Black Dragon. Black Dragon. Die Black Dragon Serie von Opal, da wird immer mit der bunten Wolle ein schwarzer Faden mit versponnen und der schwarze Faden wird außerdem dicker und dünner. Und das andere wird natürlich auch entsprechend dicker und Und ich dünner. finde es einfach Und das ist ein wunderschön. super Effekt. Und das ist hier so mit blau-lila Tönen. Und weil ich diese Wolle so toll finde, hat mir Kiko auch noch eine andere gegeben. Ganz überraschend, mein Regenbogen, wie sie sagt, in Grautönen, also auch Black Dragon. Und das wird mein Mama-Key. Das wird mal ein Kleid. Ich bin noch ganz am Anfang. Das Mama Key Kleid ist eine Anleitung von Nicolor und eine von ihren Maximum Freiheit Anleitungen. Und wenn ich es gerade bei dir zeigen darf, das fängt hinten im Nacken an und man strickt mit welcher Wolle und welcher Nadel man immer will, nach der Anleitung hin und her und erstmal diese Anfangsreihen und dann wiederholt man eine gewisse Anzahl an Reihen so lange, bis man hinten im Nacken eine gewisse Weite hat, die natürlich von der eigenen Körpergröße abhängig ist. Und wenn man die erreicht hat, jetzt darfst du da mal kurz halten, dann schlägt man für vorne Maschen an, hat dann vorne einen tieferen Ausschnitt und strickt dann in so einem abgewandelten Raglan Ja, die Passe das ist das runter. Problem. Man nimmt an verschiedenen Stellen anders zu als bei dem Gletscherpulli. Und deswegen, ich habe nämlich die eine Zeit lang mehr oder weniger gleichzeitig gestrickt und habe gemerkt, ich Nee. kein werden. Nee, ich kann mir überhaupt nicht merken, was Entweder ich das jetzt wie. eine oder das andere stricken. Ja. Genau. Und ich zeige nur mal, weil mein Mama-Key ist ja schon fertig. Da sieht man ein bisschen, wie das aussieht. Also das war der Punkt, wo es anfing. Das sind dann die verschiedenen Zunahmestellen. Das Bündchen wird nachträglich reingestrickt. Also der Ausschnitt wird automatisch noch mal ein bisschen anders. Du willst ja nichts reinmachen, willst ihn so lassen als Rollrand? Ich weiß noch nicht. Entscheid das mal, wenn der Rest dranhängt, ne? Ja. Genau, und hier sieht man jetzt, da habe ich dann die Maschen mit einem Schlag angeschlagen und dann hat man eben, das hier sieht so aus wie Raglan-Nähte, aber man hat eben hier und hier auch noch Zunahmelinien, entsprechend wie es hinten ist. Und wenn man das nach Anleitung macht, dann macht man diese Zunahmen auch immer und immer weiter und dann wird es deutlich weiter. Das wird eigentlich ein locker schwingendes Kleid, nur ich hatte so wenig Wolle. Ich hatte genau 500 Gramm und mehr nicht und konnte die Wolle nicht nachkriegen. Und deshalb habe ich dann an der Seite immer ausgleichende Abnahmen gestrickt für die Zunahmen, außer manchmal, sodass es halt schon weiter wird und auch als Kleid über meinen Bobbes und über meine Oberschenkel passen sollte. Es ist letztendlich nur eine Tunika geworden. Mehr Wolle hatte ich nicht, aber auch dafür ist ja eine gewisse Bewegungsfreiheit notwendig und die habe ich erreicht. Die Ärmel hatte ich vorher gestrickt, habe sie aus Sparsamkeit ein bisschen zu kurz gemacht. Aber den trage ich schöner am Stülpen dazu. Ist auch Davon nicht hast du schlimm. ja auch genug, ja. Alles gut. Und die Wolle hatte ich mir selber zusammengestellt in der Hamburger Wollfabrik.
Super Sache. Und ich glaube, ich habe ziemlich viel Wolle bekommen von dir und mal gucken, was es wird, wie breit, wie lang. Ich habe noch keine Und Ahnung. ich will ja auch irgendwann noch mal ein langes, weites Kleid haben. Und Vielleicht wird es dann dazu dann. dann können wir dazu, dann könnte ich dazu noch mal so einen Partnerlook Ja, machen. das klingt gut, das Wenn klingt irgendwann gut. noch mal so eine hammermäßige Farbe kommt oder so, Oh, dann ne, sehr das ist eine gute Idee. Idee. Ja. So, und jetzt kommt ein Projekt, das sind wir beide noch dran. Das haben wir auch als Partnerprojekt sozusagen angeschlagen. Nee, alles gut, alles gut. Okay. Und du hast noch nicht mal mehr eine Nadel drin, sehe ich gerade. So viel stricken wir da im Moment. Willst du deins zuerst zeigen oder soll ich erst? Achso, die Wolle, die wir benutzen, ist, das ist das Luxury Lace Garn von Wolldackel, die ja leider nicht mehr färben und die aber auch die Luxury Lace vorher schon aus dem Programm genommen hatten. Und da habe ich so ein wunderschönes Hellblau, ganz leicht meliert und du eben dein übliches lila Flieder. Nee, nicht Flieder, das ist nur lila, ne? Ja, helles Lila. Genau. Und das war auch ein Mystery Knit-Along vor langer, langer Zeit. Das ist schon sehr lange kein Echt? Geheimnis mehr. Ja, ja. Und, und zwar ist das Blumentuch von Susanna IC. Und ich wollte jetzt eigentlich unten anfangen, wo man angefangen hat. Alles gut. Ich wollte erst meins zeigen, weil meins noch nicht so weit ist. Das ist auch okay. Kannst auch deins erstmal komplett zeigen. Genau. Genau, das fängt nämlich an so einer Spitze an und dann ist der Aufbau des Tuchs, dass eine Kante gerade ist und die andere Kante wird zugenommen. Und der Hauptteil des Tuchs, also ein langes Stück, wiederholt sich immer das gleiche Muster. Ist jetzt wirklich immer so ein bisschen schwierig zu sehen, ne? Bei so einem Lace-Muster, was noch nicht gespannt ist und was auch rechte und linke Maschen hat. Also das ist ja auch nicht so üblich immer. Und bei vielen Anleitungen von Susanna kann man Perlen einstricken, muss man aber nicht. Und zum Teil gibt es dann auch unterschiedliche Mengen an Perlen, die man einstricken kann. Man kann dann die mit ein paar Perlen Version nehmen oder die so mittlere Menge. Oder man macht alle Perlen, die es gibt. Ihr dürft raten, welche Menge ich gewählt habe. So, und das, was Joschko jetzt auch schon hat, dieser Anfang, das ist eben dieses Muster, was sich immer wiederholt. Da sind per Anleitung auch bei allen Perlen noch relativ wenige Perlen drin. Und zwar sind die immer unten an diesem V. Da ist immer eine Perle. Ist jetzt nicht wahnsinnig gut zu sehen. Und das strickt man eine ganze Weile. Und zwar bis... Also in Wirklichkeit sind sie besser zu sehen als auf dem Video, Ja, nicht ja. wahr? Genau, und zwar bis hier. Also dieses ganze Stück ist der erste Hinweis. Das ist alles das gleiche Muster, was sich einfach nur wiederholt, wo man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel denken und machen muss. Dafür gab es dann auch 2 Wochen Zeit, glaube ich, statt einer. Ach, du Schande. Und ich habe jetzt mit dem Hinweis 2 angefangen. Ich bin aber noch nicht fertig. Und ich erkenne das hauptsächlich daran, dass da jetzt plötzlich mehr Perlen kommen. Und wenn man jetzt hier guckt, sieht man, dass da mehr Perlen sind. Und genau, und zwar sind das, glaube ich, immer solche, entweder so kleine Vs und dann wieder eine oder so eine kleine Raute. Nee, ich glaube, es sind mehr so die kleinen Vs. Also soweit habe ich gestrickt und dann ist das irgendwie bei mir auf der Wartebank gelandet, was gar nicht fair ist. Und irgendwann werde ich es auf jeden Fall wieder in Angriff nehmen und ganz, ganz fleißig dran stricken. Also wenn es wärmer wird bei mir, vorher nicht. Genau. Bei mir Ich bin so ziemlicher Seasonal. Also nicht, dass ich nicht stricken würde im Winter, aber ich im stricke. Sommer. Im Winter strickst du sowieso. Stimmt, aber ich stricke nicht gerne im Winter Sommersachen Genau. und umgekehrt, ja. Genau. Ja, dann, so, 2 haben wir noch. Und zwar hatte ich mal eine weiße Lochmusterjacke aus der Secondo gestrickt. Eine Lana Grossa Wolle mit einer Lana Grossa Anleitung. Genau. Ich warte immer noch drauf, dass du so nicht mehr magst. Wird wohl nichts mehr. Das wird schwierig, ja. Und die ist weiß, meine Jacke. Und das ist halt empfindlich. Und ich liebe diese Jacke und ich trage sie jeden Sommer, aber ich trage sie nicht oft und ich bin sehr vorsichtig damit. Und ich habe immer schon mal überlegt, ich müsste die Jacke nochmal in einer anderen Farbe stricken. Und vielleicht auch in einer etwas robusteren Wolle. Und dann hatte ich schon lange die Idee, die Jacke aus der Catania zu stricken, weil ich der Meinung war, dass die Maschenprobe ähnlich sein müsste, weil ich beide gerne mit der gleichen Nadel stricke. Es hat nicht ganz gepasst, aber ich habe es trotzdem dann angefangen. Und ja, und ich dachte mir, eine schwarze Jacke ist doch super praktisch. Kann man immer gebrauchen. Kann man immer gebrauchen, sieht man jetzt das Muster nicht so gut. Man strickt das hinten hoch, dann schlägt man Maschen dazu an für die Ärmel. Da habe ich dann die erste Änderung gemacht zu meiner weißen Jacke. Und in der Höhe wollte ich es auch anders machen. Da habe ich mich dann anders entschieden und habe doch die gleiche Höhe gemacht. Und dann vorne strickt man dann, magst du noch mal ganz kurz hier halten? Vorne strickt man dann so einen V-Ausschnitt, nimmt man Maschen wieder zu und strickt dann runter. Und was mir auch super gut gefällt, ich habe an der Jacke die gleichen Knöpfe wie an der weißen Jacke in schwarz. Also diese Knöpfe
sind an der anderen Jacke in weiß. Da sind so kleine aufgedruckte Blümchen drin. Die gab es damals bei Wollerödel. Die habe ich in noch 2 Farben gebunkert. Ja, ich liebe diese Cool. Knöpfe. Ja, die sind toll. Und ja, und dann hatte ich diese Jacke gestrickt und du warst eigentlich Feuer und Flamme, weil du ja meine weiße Jacke auch so magst. Genau, und deswegen wollte ich auch eine stricken, weil also im Sommer, ich habe viele Sommerkleidchen, zum Teil eben auch ganz ohne Ärmel oder so und sowas Kleines drüber ist toll. Aber ich war dann schon wieder zu faul, das Muster zu stricken. Beziehungsweise ich habe einfach ein Lieblingslochmuster und das ist einfach nur so Loch an Löcher. Loch. Genau. Loch an Wie Loch. stricke ich Nee, das? doch. Eine Reihe, 2 rechts zusammen und einen Umschlag. Rückreihe stricke ich Links? immer links und dann auf der anderen Seite beim nächsten Mal dann Umschlag und Überzug. genau. Aber ich halte mich an die Strickrichtung, also auch hinten hoch und dann die Ärmel und Genau, ich wenn bin jetzt, schon relativ weit. wenn die Ärmelbreite hast du eigentlich, ne? Guck mal, Genau, meine Ärmel, ja. die sind schon breiter als meine Ärmel. Ich bin schon auf dem Ach, du hast schon geteilt. Ja, ich habe schon längst geteilt. Ah, ja, cool, genau. Genau. Ja, das heißt, bist schon fast fertig mit den Ärmeln. Ja, irgendwann. Im Sommer, das kann sie nur im Sommer stricken. Ja, genau. Ich muss es aber früh Sommer anfangen, dass ich es auch wirklich im Sommer dann tragen kann. Ich freue mich schon Ja, das drauf. Frustrierende ist immer die Sommersachen, die du im Sommer strickst Ja. und dann ist der Sommer ein bisschen früher fertig Passiert als mir dein immer Strick. wieder. Das ist echt überraschend. Gemeinheit, ne? Genau. So, und dann haben wir noch ein Projekt, das war eigentlich kein offizieller Knit-Along in meinem Video, aber das hat sich hier so in meinem Dunstkreis hat sich das so verbreitet und gefühlt jeder, den ich kenne, hat plötzlich diese Jacke gestrickt. Das liegt auch an der Wolle, weil die so genial ist. Ja, wobei nicht alle die gleiche Wolle nehmen, ne? Das ist das Interessante. Stimmt. Aber die andere Wolle ist auch genial. Und du hast ja auch eine andere Wolle, ne? Echt? Ja, natürlich. Du hast eine andere Wolle als ich. Also, es geht um die Kuscheljacke. Wer meine Videos guckt, kennt die. Das ist eine Anleitung aus einem Buch für schwedische Strickjacken. Da sind super schöne Jacken drin. Das ist eine der einfachsten davon, aber ich wollte mit was Einfachen anfangen. Und ich habe da, die nehmen eigentlich auch ein relativ dickes Alpaka. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und deshalb habe ich gesagt, ich nehme die Brushed Alpaka von Hansa Farm doppelt. Und doppelt genommen komme ich fast exakt auf die Lauflänge von dem, was im Buch war. Und dann habe ich, und ich meine, bei so einem Fluff kann man ja die Nadel so ein bisschen nehmen, wie man will. Dann habe ich mit einer Achternadel eine Maschenprobe gemacht, habe festgestellt, passt mit dem, was im Buch ist. Und dann habe ich eine für meine Verhältnisse wirklich schlichte Jacke gestrickt. Einfarbig, glatt rechts, also ist ja wirklich mal Ausnahmezustand. Ich habe die Ärmel ein bisschen länger gemacht für den Fall, dass du sie irgendwann haben willst. Ja, das ist Mal ja nicht gucken. genau mein richtig lila Ton. Und ich mag tatsächlich die Ärmelform auch nicht, weil die so breit unten, oben ist. Ja, Ja, und dann ganz sehr, genau. das war halt im Wenn das- Buch so. Beim nächsten Mal würde ich es auch anders machen, aber Genau, also das hat mir nicht gefallen, das wusste ich schon, das mache ich anders. Und außerdem habe ich mir überlegt, ich stricke ja so viel lockerer als Kiko. Also das ist meine Farbe. genau. Und eigentlich wolltest du meine Wolle in deiner Farbe nehmen. Genau, das ist meine Farbe übrigens. Nicht so ganz definierbar, so ein bisschen hellblau, ein bisschen hellgrau, ein bisschen zart, Andeutung von Zartflieder. Ja, und dann hast du die bekommen. Genau, und dann hat Hansa Farm entschieden, wir machen mal eine neue Wolle. Das sind jetzt nur 80% Alpaka, sonst sind sie ja schwerpunktmäßig mit 100% dabei. Außer bei der Sockenwolle 75, 25. Aber die 20%, die nicht Alpaka sind, das ist Nylon oder Polyamid. Und zwar ist das ein ganz dünner Nylon-Schlauch. Und da werden die Alpaka-Fasern reingepustet. Das Verfahren hat Hansa Farm nicht erfunden, das haben andere Firmen schon gemacht. Und die Freunde von mir, die eben nicht mit dem Brushed Alpaka von Hansa Farm stricken, die benutzen die eher von Drops, glaube ich. Auf jeden Fall ist das auch ein Garn, was so aufgebaut ist wie dieses. Ich finde das noch schöner und weicher, aber ich bin auch nicht ganz objektiv. Auf jeden Fall ist dieses Garn unglaublich schön. Das Knäuel ist schon total weich. Der Faden ist noch weicher. Aber wenn man das strickt, ist es noch weicher. Das ist unglaublich, wie weich das ist. Und ich merke gerade, dass ich die Reihe nicht fertig gestrickt habe. Ich habe dann gemerkt, wie gesagt, ich stricke ja sehr locker. Und deswegen wusste ich, ich habe keine Lust, die Ärmel von unten nach oben oder oben nach unten, wie auch immer, mit so einem Nadelspiel zu spielen. Und mit, was habe ich gesagt? Zu spielen. Ja, auch nicht zu spielen und nicht zu stricken. Und mit Magic Loop kann ich auch nicht so gut arbeiten. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich mache das Gleiche, wie ich das bei diesem, was wir bei dem Baumwoll-Pulli vorher gemacht haben. Das heißt, geschafft. Ich fange an, stricke das jetzt das ist jetzt das Rückenteil, stricke das hoch, setze dann die Ärmel. Also du nimmst Maschen dazu an für die Genau, Ärmel. in 2 Ansätzen, 3 Ansätzen, nachdem. Und dann vorne wieder runter, so ein bisschen Kimono-Style-mäßig. Ich weiß noch nicht, ob ich irgendwas dann in den Ausschnitte mache noch. Also auch das wird dann beim nächsten Mal dann hoffentlich weiter sein und dann werde ich mehr wissen.
Mal Weißt du, welche gucken. Nadelstärke du nimmst? Ja, ich habe 6 anscheinend. Ich Ja. hatte es mit 7 versucht, aber da habe ich gemerkt, War die dass zu löchrig? eigentlich nicht. Ach so. Aber ich habe so komisch gestrickt. Irgendwie habe ich gemerkt, dass das Stricken nicht so angenehm Ah, war. du hast, glaube ich, zu fest Ich habe angezogen, ne? unbewusst. Unbewusst, ja. Genau. Also die Angabe auf der Wolle ist 5 bis 8. Das ist schon eine sehr große deswegen. Spannweite. Und ich habe den ersten Musterlapp mit 6 gestrickt, einfach mal zum Probieren und fand es extrem weich, obwohl es ja noch fester ist als deins hier, weil ich ja fester stricke. Und dann habe ich ja eine Mütze aus dieser Farbe und diesem Garn gestrickt für Joschko mit einer 5er-Nadel angefangen. Und weil der Rand zu breit wurde, dann mit 4,5 aufgehört. Also eigentlich sehr, sehr fest. Ach, wie spannend. Die Ich ist habe trotzdem 6. total weich. Ja. Genau, und das, wenn du mit 6 strickst, so müsste ich dann eine 7 nehmen. Aber selbst mit einer 8er-Nadel, denke ich, wäre das mit der Wolle machbar, wenn es jetzt was Luftiges wird. Also Ja. jetzt nicht eine Mütze oder eine Jacke, die so ein bisschen Halt haben soll. Für einen Schal oder so, ne, wäre das auch absolut okay. Ja. Gut. Also, es bleiben noch genügend Projekte für nächstes Jahr. Ja, wir haben immer viele Pläne, viel auf der Nadel, ne? Das können wir dann bestimmt so weitermachen. Gut, dann haben wir alles gezeigt, was wir im vergangenen Jahr und davor an gemeinsamen Projekten gestrickt und gehäkelt haben. Gut, dann hoffen wir, dass euch das Video Spaß gemacht hat und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.